Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und wie ihr schon mal sehen könnt, das Wetter ist heute nicht wirklich berauschend. Zumindest die Fernsicht ist nicht gegeben durch den Nebel. Ich bin gerade gestartet in Türkendorf. Dort war ich auch schon mal, wo ich um den Dobersdorfer See gewandert bin. Das Video werde ich euch natürlich oben verlinken. Und ich gehe heute um den Passadersee. Der Passadersee ist auch wieder eine Etappe auf der Iron Lake Challenge Schleswig-Holstein. Das ist in der Reihenfolge der Iron Lake die Nummer 18 und es ist somit, wenn ich ihn beendet habe, der 6. See in dieser Challenge. Um ihn zu umrunden, muss ich ungefähr 19 Kilometer laufen, also ist nicht ganz so lang wie der letzte, weil dort wurden es ja durch einen Fehler 26 Kilometer. Aber ich vermute, ich werde heute mehr auf die Karte achten und wenn Komoot sagt, ich soll da nicht lang gehen, werde ich das auch nicht. Also schauen wir mal und ich werde euch natürlich am Ende sagen, wie viele Kilometer es nun wirklich gewesen sind. Hier den ersten dichten Blick auf den Passader See. Übrigens hat er eine Fläche von 2,7 Quadratkilometer. An seiner tiefsten Stelle soll er 10,7 Meter tief sein und er hat ungefähr einen Umfang von 12 Kilometer. Besonderheit des Sees, er soll sehr fischreich sein. Das war wohl ein kleiner Trollwald, wie ich gerade lesen konnte und ihr auch. Da waren ganz viele Steine bunt bemalt am Wegesrand in den Bäumen und an die Bäume gelegt. Und das sind wohl Trolle. Entweder ist es hier ein Waldkindergarten oder die Kinder aus dem umliegenden Orten, wie zum Beispiel Passade, haben sich hier einen schönen Spielplatz geschaffen. Es wird hier gebeten, dass die Trolle liegen bleiben.
Ich habe jetzt hier Stoltenberg erreicht und wie ich gerade gesehen habe, hier am Strand, das konnte ich schon auf der Karte erkennen, gibt es eine super Möglichkeit, eine Rast einzulegen. Dieser Punkt ist auch ungefähr die Hälfte für die Umrundung des Passader Sees. Ich habe mir natürlich wieder Tee und was zu essen mitgenommen. Wer diesen Weg natürlich spontan machen möchte, ob nur zu Fuß oder mit dem Rad, kann gerne auch einen Stopp machen, direkt in Passade. Dort gibt es das Passader Backhaus. Das ist eine Biolandbäckerei und diese kann ich euch wärmstens empfehlen. Ich kenne diese auch von den Wochenmärkten aus Kiel. Wer meine Wanderung gesehen hat um den Dobersdorfer See, der konnte gerade sehen, dass ich an einem Scheidepunkt kam. Dort bin ich schon mal lang gekommen, wo ich, wie gesagt, um den Dobersdorfer See gelaufen bin. Und was positiv ist, ich habe gerade gemerkt, die Kilometer, die ich um den Wittensee gelaufen bin, also um die 3 Kilometer, die habe ich jetzt hier um den Passader See eingespart. Oh yeah! Es sind nämlich keine 18,7 Kilometer wie laut Komoot angegeben, sondern wenn ich jetzt noch die 2,3 Kilometer laufe, sind es nur ungefähr 15 Kilometer. Darum mache ich hier schon mal mein Fazit zu dem Wanderweg. Leider muss ich wieder sagen, wandern würde ich den nicht. Radfahren ja. Man kommt durch sehr viele schöne Orte, wo man auch einiges Interessantes sehen kann. Man kann sich auch immer wieder versorgen, weil auch kleine Hofläden immer wieder am Weg sind. Und wie ich schon mal einen Tipp abgegeben habe, das Passader Backhaus. Die Wege leider wieder sehr viel betonlastig und asphaltlastig, aber durch die ausgebauten Fahrradwege, welcher dieser jetzt war, hat man immer wieder die Möglichkeit, einen Rastplatz zu finden. Und was mir auch positiv aufgefallen ist, auf dieser Strecke gab es viele Papierkörbe. Es hat mich wieder sehr gefreut, dass ihr mich begleitet habt. Und würde mich auch wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet, wenn ich wieder einen See umrunde. Es sind noch ein paar vor mir, also dies war jetzt der 6. See von 25. 2 davon waren schon dabei unter den 10 größten Seen von Schleswig-Holstein. Und ich freue mich immer wieder von euch über Likes und Kommentare. Wer natürlich noch kein Abo hinterlassen hat, macht das gerne, weil dann verpasst er auch nichts mehr, wenn ich wieder unterwegs bin. Dann heißt es für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.